Wir kennen es aus der Tierwelt, dass Zähne mehrfach oder unbegrenzt nachwachsen. Und wir glauben, dass nachwachsende Dritte auch im Menschen induzierbar sind. Dazu haben wir bereits ein Verfahren entwickelt, das weltweit patentiert ist. Wir haben vergleichsweise viele Patienten, bei denen Zahnnichtanlagen bestehen und da natürlich, genau wie bei den anderen Patienten, die Frage nach einem Zahnersatz im Raum steht. Insgesamt werden in Deutschland so rund 1 Million Implantate pro Jahr eingesetzt. Das ist also eine Therapiemethode, die sich bewährt hat. Dennoch ist der Einsatz eines Implantats mit dem darauf befindlichen Zahnersatz eben nur der Ersatz eines verloren gegangenen Zahnes. Es ist ein Kunstprodukt und im Gegensatz zum Zahn eben nicht so natürlich wie der Zahn mit einem Faserapparat, dem Parodontalgewebe, im Knochen verankert. Ein nachwachsender, natürlicher, patienteneigener Zahn, sozusagen aus dem patienteneigenen Material gezüchtet, wäre natürlich ideal, nicht nur für Patienten, die Zahnersatz suchen, sondern gerade auch für Patienten, bei denen eine Zahnunterzahl besteht. Deswegen sind wir sehr gern die Kooperation mit der medizinischen Biotechnologie der Technischen Universität Berlin eingegangen, die sich ja genau mit diesem Thema beschäftigen. Die natürliche Zahnentwicklung beginnt mit der Interaktion der oberen Hautschicht des Kiefers, dem Epithel und dem darunterliegenden Mesenchym. Die dentalen Vorläuferzellen aggregieren an der Stelle, wo sich der Zahn entwickelt, zu einem sogenannten mesenchymalen Kondensat. Ausgehend von den Signalen dieses mesenchymalen Kondensats wachsen die Epithelzellen nun in das Mesenchym hinein und umstülpen das Kondensat. Dieser enge Zell-Zell-Kontakt zwischen den beiden Geweben führt dazu, dass sich die Zellen ausdifferenzieren zu den Zellen, die später das Hartgewebe bilden, den Zahnschmelz und das Dentin. Im weiteren Verlauf der Zahnentwicklung entwickelt sich nun der Zahn im Kiefer fast bis zu seiner vollständigen Größe und wächst schlussendlich aus der Kieferhöhle heraus. Fallen die bleibenden Zähne eines Menschen aus, so kommt es unter normalen Umständen nicht mehr zu einer mesenchymalen Kondensation. Es fehlt sozusagen das Startsignal für ein erneutes Zahnwachstum. Genau an diesem Punkt möchten wir ansetzen, indem wir unsere im Labor gezüchteten Zahnkeime in den Kiefer implantieren. Wir gewinnen die sogenannten Pulperzellen aus den Zähnen und vermehren sie dann im Labor. Dann werden sie in sogenannten Mikrotiterblatten, die speziell beschichtet sind, so kultiviert, dass sie daran nicht anhaften können, und die Zellen werden damit genötigt, eine Interaktion einzugehen und bilden einen dreidimensionalen Zellball, den man Zahnorganoid nennt. Unsere Idee ist es nun, dieses Zahnorganoid in den Kiefer eines Patienten zu implantieren. Wir gehen davon aus, dass dieses dort ein natürliches Zahnwachstum animiert. Im Labor konnte ich nachweisen, dass das genetische Programm zur Zahnentwicklung in diesen Zellen reaktiviert wurde. Der große Vorteil des Verfahrens besteht ja aus unserer Sicht darin, dass es aus dem patienteneigenen Zellmaterial hergestellt wird, dieser patienteneigene Zahn. Sodass also die TU hier bei ihrem Forschungsansatz grundsätzlich auf die Verwendung von Stammzellen verzichtet hat. Und demzufolge bestehen ethisch auch keine Bedenken. Alle Vorversuche sind nun abgeschlossen und wir stehen jetzt vor den ersten präklinischen Tests. Bis die klinische Einsatzreife dieser gezüchteten Zähne tatsächlich besteht, wird sicherlich noch eine ganze Menge Zeit vergehen. Wir haben ja bislang erst einmal sehr gute Ergebnisse aus In-vitro-Untersuchungen. Jetzt muss das Ganze natürlich in die biologische Umgebung überführt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Therapiemethode von unseren Patienten sehr offen und sehr positiv aufgenommen wird.